Und das hier ist der größte Soundkiller im T7. Heute wird's extrem. Hört ihr den Unterschied? Heute geht es um Türdämmung und das Fahrzeug innen ruhig zu kriegen. Lasst euch überraschen, was uns zu dem Thema alles einfällt. In unserem Fall ein VW T7, wo wir bereits ein Video gemacht haben, wo wir ein Sound-Upgrade hier installiert haben, eine Endstufe auf die Originallautsprecher und dann kommt natürlich durch die Mehrleistung mehr Bewegung in die Türe rein, weil halt mehr Kraft dahinter steckt. Und spätestens jetzt fällt es dann auf, dass die Türe nicht gedämmt ist, es fängt ein bisschen zum Vibrieren an und natürlich, wenn eine Türe gedämmt ist, dann haben wir mehr Wirkungsgrad im Bassbereich. Der Bass wird punchiger und sauberer, viel präziser, weil eben die Türe nicht gegenschwingt oder wesentlich weniger gegenschwingt, als wenn wir keine Türdämmung machen. Wir zeigen euch in diesem Video, wie man die Türverkleidung komplett auseinanderbaut, wie man eine optimale Türdämmung macht für so große Fahrzeuge wie den T7. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, auch bei diesen Kleinigkeiten, die wir noch zeigen, was auch sehr sinnvoll ist. Damit darf ich euch unser Dämm-Paket Extreme vorstellen. Das besteht aus 6 Alubutyl-Matten, 2 Dämmschaummatten und natürlich Bitumenband. Das darf nicht fehlen an der Stelle. Und wer noch Remover-Tool braucht, um das Werkzeug entsprechend zu haben, um die Türverkleidung wegzumontieren oder Torx-Schraubendreher, sowas gibt es natürlich auch bei uns im Webshop. Alle Teile, die wir euch im Video zeigen, ist unten ein Link drin im Videobeschreibungstext, damit ihr das auch bei uns im Webshop findet. Und wir bauen jetzt gleich mal die Türverkleidung weg. Wie bei den meisten Fahrzeugen befinden sich die Schrauben unter den Teilen, die hier sichtbar sind. Das heißt, hier diese Leiste, die müssen wir erstmal wegmontieren. Das heißt, unten mit dem Werkzeug einklippen und nach vorne rausklippen. Drunter befinden sich 2 30er Torx-Schrauben, die können wir lösen. Und dann haben wir eine weitere Torx-Schraube hier in der Mitte, die sich ebenfalls mit einem 20er Torx lösen lässt. Und dann sind wir auch schon ganz unten. Da befinden sich 2 Sechskantschrauben, die man mit einem 10er Schraubendreher auf 90 Grad Stellung dreht. Und dann ist die ganze Türverkleidung schon quasi entschraubt. Und jetzt können wir an der Seite reinfahren und uns nach oben wegklicken und die Türverkleidung nach oben rausziehen. Den Türöffner-Bautenzug, den entriegelt man, indem man dieses Teil hier nach vorne tut und dann nach vorne rauszieht das Ganze und dann hier den schon mal lösen kann. Dann haben wir hier noch eine Steckverbindung, die wir hier entriegeln müssen. Da ist so ein kleiner Widerhaken drin, Klappe aufmachen und die ganze Türverkleidung abnehmen. Wie ihr seht, hier sind auch ein paar Pins hängen geblieben, die sich beim Entfernen und beim Entklippen der Türe quasi stecken geblieben sind. Und dafür gibt es das Remover-Tool, mit dem man die Clips ganz easy mit einem entsprechenden Winkelhebel wieder rauspinnen können. So übrigens müssen die Pins ausschauen, wenn sie im geöffneten Zustand sind. Das heißt, wenn ich die Türverkleidung abnehme, entriegelt sich das so. Und wenn ich die Türverkleidung wieder reindrücke, klick, dann verriegelt erst dieser Pin. Und deswegen muss der natürlich im ausgebauten Zustand so ausschauen. Wenn der irgendwie anders ausschaut, ist er entweder kaputt oder noch nicht vollständig entriegelt. Natürlich kann es auch mal passieren, dass solche Pins defekt gehen beim Rausmachen. Deswegen empfiehlt es sich vielleicht zu VW zum Gehen, gleich ein paar extra Pins sich zu holen, vielleicht 5, 6 Stück. Und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn es ums Installieren geht. Damit wir die Türe vollständig dämmen können, also auch die Außenhaut, müssen wir von innen natürlich drankommen. Und dazu entfernen mal diese Platte hier, das ist nur so ein Schaumgummi, das könnt ihr komplett wegnehmen und wir werden die Rückstände hier an der Seite auch wegruppeln und da kommt jetzt eine neue Platte drüber. Ihr müsst es nicht rückstandslos wegmachen, aber den groben Schaumgummi, den macht ihr bitte weg. Und diese Klebereste, die können wir einfach dran lassen. Das wird gleich wieder überklebt. Hört ihr dieses kleine Geklappere schon?
das ist mir vorhin schon aufgefallen, ich dachte mir, das ist irgendwo hinter dieser Verkleidung. Jetzt haben wir ja das hier weg und jetzt passt mal auf, was für Kleinigkeiten große Wirkungen haben können. Und wenn man das Kabel, hier, das ist das Geklappere gewesen. Hier hängt einfach das Kabel am Blech und sobald hier der Woofer läuft, fängt alles wieder zum Klappern an. Also, das heißt immer so einen leichten Klopftest, ob alles ruhig ist, ist auf jeden Fall immer mal empfehlenswert. Und wir können jetzt auch hier das Kabel mit einem Dämmschaum ein bisschen umwickeln, dann kann das nicht mehr klappern. Aber wir machen jetzt die Außenhaut und wir haben ja Dämmpaket Extreme, das heißt 3 große Dämmmatten, sowas hier, 3-mal pro Türe. Das heißt, eine Dämmmatte geht ja schon fast komplett für die Außenhaut drauf. Das sind halt relativ große Flächen und die dämmen wir jetzt. Und jetzt schneiden wir uns hier ein Dreieck zurecht, wir schneiden uns für das untere ein Dreieck zurecht. Wir können das auch entsprechend halbieren, die 2 Dreiecke, dass wir Teile miteinander draufbringen, dann lässt sich das besser handeln. Und wir haben jetzt hier das Material nur ein bisschen abgenommen, dass jetzt der Kleber nur noch drunter ist und wir können, naja, das kommt dann Step 2. Jetzt machen wir die Außenhaut. Bei vielen Fahrzeugen kommt man an die Außenhaut sehr, sehr schlecht hin. Aber beim T7 ist es wirklich sehr einfach. Man kann die ganze Außenhaut anbringen und dämmen. Und es gibt dem Auto eine gewisse Haptik beim Türzuschlagen oder beim Anlangen einfach. Der ganze Ton, das fühlt sich alles viel hochwertiger an, weil es einfach nicht mehr so schepprig blechrig klingt. Und weiter geht's. Wir können jetzt die Dämmmatte einmal komplett über alles drüber kleben und zwar so, dass es oben und unten gerade so drüber geht. Und dann kleben wir eine zweite über die Fläche drüber. Das wird so richtig stabil und damit haben wir auch die Wechselwirkung zwischen dem hinteren Bereich, wo der Lautsprecher Druck ausübt, in die Türverkleidung rein. Das minimieren wir natürlich und es wird immer mehr eine Art geschlossenes Gehäuse, was im Moment gerade gar nicht war, weil das natürlich dagegen sich bewegen hat können. Deswegen machen wir das jetzt großräumig zu und wir achten natürlich darauf, dass wir die ganzen Löcher von den Pins nicht überkleben, aber ansonsten bringen wir hier, wo es geht, immer ein bisschen mehr Gewicht auf, so viel wie halt geht und können auch direkt um den Lautsprecher drumherum auch 2 Ringe drumherum machen mit einem schönen Dämmstreifen.
gerade davon gesprochen und doch vergessen zu machen. Wir wollten das noch dämmen und zwar mit unserem Dämmschaum selbstklebend. Könnt ihr jetzt von hinten so eine Wurst drumherum machen. So, und da klappert nichts mehr. Können wir es wieder dran machen. Das ist der Rest von 3 Bitumenmatten und den bringen wir jetzt auf die Hinterseite, auf die Rückseite der Türverkleidung noch mit an. Den Rest der Alubetylmatten bringen wir jetzt sinnvollerweise auf große, freischwingende Flächen auf, in der Nähe vom Lautsprecher. Und hier haben wir übrigens auch solche, was macht sowas? Geräusche. Bringt euch jetzt auch so gar nichts, wenn wir das schon sehen. Das können wir wegmachen. Das sind alles bloß irgendwelche Zettelchen von VW, die uns keinen Sinn geben. Und wenn, dann machen wir sie richtig drauf, damit die nicht zum Klappern anfangen können. Und wir bringen jetzt noch den Rest auf. Und zum Dämmschaum sage ich euch gleich wieder was. Kommen wir zum Dämmschaum. Und der Dämmschaum, der dämmt Schall weg. Der verschluckt praktisch alles, was hier irgendwie nochmal Schall erzeugt, schluckt dieser Dämmschaum weg. Und er sorgt auch zusätzlich dafür, dass die Materialien, die nah aneinander sind, also wenn ich die Türverkleidung an die Türe montiere, dann läuft ja hier schon wieder das Blech rum. Das heißt, wenn hier eine kleine Schicht dazwischen ist, sowas wie das hier, dann kann es zwischen Türverkleidung und der Türe habe ich mehr Druck dahinter und somit kann der ganze Bereich viel weniger schwingen und Geräusche machen. Deswegen bringen wir jetzt auf diese großen Flächen Dämmschaum an und achtet bitte immer darauf, dass ihr diese Schraublöcher und die Clips natürlich nicht überklebt. Auch hier an der Türverkleidung haben wir ein paar kleine Sachen drin, wo zum Klappern anfangen. Also das, was ihr gerade gehört habt, sind auch eventuell Clips. Aber ja, da haben wir es. Das Teil hier ist ein Außenteil und das kann auf das Innenteil draufklappern. Damit das nicht passiert, nehmen wir lauter kleine Schaumgummistückchen und machen die genau dazwischen rein. Man kommt da relativ gut rein und kann es hier reinstecken. Das Dämmmaterial, was VW bereits hier anbringt am T7, ist durchaus ein vernünftiges Material. Das könnt ihr alles dran lassen, aber wir machen mehr davon. Ihr merkt schon was. Auch das ist nicht vibrationsfrei angebracht und bringt üble Nebengeräusche. Jetzt haben wir im Dämmpaket Extreme natürlich auch Bitumenband. Und wer uns schon länger verfolgt, der weiß, Bitumenband ist die Macht. Und zwar ist es eine Bitumenmasse, die man sehr klein machen kann und in entsprechende Spalten einbringen kann von unten drunter. Und dann bekommt es so eine Auflage, die dann eben nicht mehr scheppert. Wir können da müssen wir jetzt schon ein bisschen vorsichtig sein. Schaut mal, da am Türgriff können wir ein bisschen Druck ausüben hier drinnen. So, seht ihr das? Und jetzt können wir hier zum Beispiel schon mal was reinbringen. Nehmen wir ganz vorsichtig einen Schraubenzieher und bringen hier unten drunter unsere Bitumenmasse ein. Das sieht man danach nicht mehr. So, sieht man nichts mehr. Aber es macht es halt immer ruhiger, egal wo ich das mache. Und das kann ich natürlich, wo ich mit dem Werkzeug reinkomme und ein bisschen so hochbiegen kann. Ich brauche das nicht wegreißen oder wegstemmen, sondern ich bringe jetzt hier nur wieder meine Bitumenmasse an.
Türverkleidung ist jetzt auch gedämmt. Jetzt können wir wieder alles zusammenbauen und dann zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, was mich auch beim T7 extrem genervt hat. Und das Teil hier, das klingt gar nicht so extrem. Aber wenn mal ein bisschen Bass ins Auto kommt, das bringt Geräusche, das ist furchtbar. Das kann man auseinandernehmen. Man kann mit den Fingernägeln hier reinfahren, also ganz vorsichtig, und kann das ganze Teil hier, komm schon, das ist tatsächlich nur gesteckt, das geht sehr, sehr zäh weg. So, und jetzt können wir das rausziehen. Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, das ist hier alles Plastik auf Plastik, das klappert halt. Deswegen machen wir jetzt überall hier, wo es geht, eine Bitumenschicht mit rein, dass das alles ein bisschen gedämpfter drin ist und einfach weniger vibrieren kann. Ich schwöre euch, das sind diese kleinen Killer des Lebens. Jetzt bringen wir von hinten ein bisschen Schaum drauf, dass die Kabel, die hier dran sind, schon mal nicht aufs Kunststoff draufklappern können. Und hier dran, ich füge mir jetzt ein bisschen Bitumenband mit ein und auch hier an den Führungsenden, damit hier das Blech quasi unter Druck reingesetzt wird mit dem Bitumenband. Bringt hier an den Rändern ein bisschen was mit rein, so dass man das von außen nicht sieht, aber von innen trotzdem was angebracht ist. Das können wir hier genauso machen. So. Hier rein. Und das gleiche machen wir hier vorne an der Kante auch noch. Das Bitumenband lässt sich ultra flach machen. So schön hier rum. Seht ihr das? So. Von außen sieht man nichts und von hinten ist es an den richtigen Stellen beklebt. Hier an der Seite machen wir noch ein bisschen was dran. Das schadet nicht. So. Und jetzt einmal komplett nach oben rein. Falls noch ein bisschen Bitumenband weg und raustritt, einfach wegmachen. Man sieht da nichts mehr. Okay, oder? Und jetzt? Kleine Ursache, aber Riesenwirkung. Dieses Miststück. Wenn ihr jetzt noch mehrere Teile findet, die klappern, wisst ihr ja, wie das jetzt funktioniert. Ich habe es euch gezeigt mit dem Bitumenband, unsere Wunderwaffe. Dann bringt ihr die Sachen relativ gut ruhig und die stören euch dann nicht mehr beim Musikhören. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei.